Guten Tag, mein Name ist Matthias Glüh. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber des Frankfurter Uhrenherstellers Guinan. Heute möchte ich Ihnen unsere neue Modellfamilie G44 Deepwave vorstellen. G44 Deepwave, unsere neue Taucheruhrenfamilie. Ich habe sie mitgebracht. Ist eine Taucheruhr im knapp 41 mm Gehäuse, hier in der matten Ausführung. Die stelle ich Ihnen heute vor in allen Varianten. Wir haben sie in der matten Ausführung, Mattengehäuseausführung. Wir produzieren sie in der satinierten Ausführung. Ich werde eingehen auf die Spezifikation der Uhr. Ich werde ein bisschen was erzählen auch zu dem Band, was wir für diese Uhr entwickelt haben, was die Taucherfunktionalität dieser Uhr unterstreicht. Hier habe ich es jetzt mal in matt und jetzt gehen wir in die Details. Deepwave in der Ausführung mit satiniertem Gehäuse, komplett satiniertem Band und matt schwarzem Zifferblatt. Die Besonderheit der Deepwave ist eine komplette Neukonstruktion. Die sieht zwar aus wie eine typische Guinan-Uhr, das war ja auch Sinn und Zweck, aber sie sollte möglichst flach sein für eine Taucheruhr, die bis 30 bar bei uns getestet wird, plus Sicherheitsreserve natürlich, um die Tauchernorm erfüllen zu können. Mit 12,2 mm Höhe, sehr moderat konstruiert, trotzdem extrem robust. Weitere Besonderheit, wir haben hier auf dem Zifferblatt Stundenindizes, die nicht aufgedruckt sind, wie das bei normalen Zifferblättern gemacht wird, sondern die aus einem keramischen Leuchtmaterial gemacht werden. Das heißt, man kann sich das vorstellen, hat ein bisschen die Form eines Backsteins, ist die Leuchtmasse in eine transparente Keramik eingebettet und wird auf das Zifferblatt aufgebracht. Dazu haben diese Leuchtindizes auf der Rückseite kleine Füßchen, werden also montiert wie Indexe bei gewissen Uhrenmodellen. Die Besonderheit dieser Konstruktion ist, sie haben eine absolut unerreichte Leuchtkraft bei Nacht, weil diese Leuchtkeramik leuchtet nicht nur nach oben Richtung Zifferblattfront, sondern sie leuchtet auch zur Seite, nach vorne, zur Seite zu den anderen Indizes hin. Das gibt natürlich eine Leuchtkraft, die Sie mit anderen Technologien nicht erreichen können. Wir haben bei dieser Uhr auch eine Farbkodierung realisiert, sodass das, was für den Taucher wichtig ist, in einer Farbe bei Dunkelheit leuchtet. Das sind die Minuten, weil er orientiert sich beim Tauchen, was die Tauchzeit angeht, an dem Minutenzeiger. Das ist der Sekundenzeiger, mit dem er feststellen kann, dass die Uhr wirklich noch läuft, und ist der Leuchtpunkt oben auf der Lünette. Die Zahlen und Indizes auf der Lünette sind auch mit Leuchtfarbe ausgelegt. So, jetzt gucken wir einfach mal. Hier hinten hat die Uhr die zweite Besonderheit, da komme ich gleich zu, wenn wir eine neue Uhr bringen, die eine Taucheruhr darstellt, dann brauchen wir auch ein Band, was einer Taucheruhr würdig ist. Und das bedeutet ein Band mit einer Schließe mit Schnellverstellung. Das ist unsere neue Schließe. Die passt nicht nur an die Taucheruhr, die passt auch an unsere anderen Chronographen im knapp 41 mm Gehäuse. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie die aussieht. Zwei Drücker, die arbeiten unabhängig. Das heißt, wenn nur einer gedrückt wird, geht die Schließe nicht auf. Nur wenn beide gedrückt werden, geht die Schließe auf. Man kann also deshalb auf einen Sicherungsbügel verzichten. So, und wenn man die Schließe hier sieht, dann sieht man auf der Innenseite eine Feinverstellung. Durch Drücken eines Knopfes kann ich diese Schließe hier 17 mm ausfahren und kann sie im montierten Zustand sozusagen der Uhr, also dem Uhr am Handgelenk, auch wieder einfahren auf die Länge, die ich brauche. Das ist das Besondere an dieser Schließenkonstruktion, eine Eigenkonstruktion, an der wir auch sehr lange gearbeitet haben, hier in der Ausführung mit einem oberflächenvergüteten Schließendeckel auf ungefähr 1200 Vickers. Rückseite von der Uhr, Deepwave, hat für eine Taucheruhr, glaube ich, sehr sinnvollen Massivboden. Hier, wir haben da auf dem Boden eine Gravur.
Ich denke, man erkennt sie hier so ein ganz klein bisschen, der tiefen Linien sozusagen der Oberfläche des Meeresbodens. Das Modell heißt bei uns G44, Guinan, Serie 44, Deep Wave, das ist für uns das Synonym für eine Tauchersportuhr. Natürlich rastende Lünette in nur eine Richtung, natürlich auch oberflächenvergütete Lünette und die Einlage ist aus einer schwarz Hartmetall beschichteten Edelstahllegierung. Dreifach abgedichtete, verschraubte Krone, klar, selbstverständlich. So, die gibt es nicht nur in satiniert, sondern noch mehr Toolwatch-Charakter in einem komplett matten, also glasperlgestrahlten Gehäuse. Spezifikation sonst absolut unverändert. Da ist dann alles inklusive des Metallbandes entsprechend matt ausgeführt. Bauhöhe 12,2 mm, also sehr moderat für eine Taucheruhr. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber natürlich, wie alle unsere Metallbänder dieses H-Typs, mit Schnellwechselvorrichtung. Das heißt, man kann das Metallband innerhalb von Sekunden abnehmen ohne Werkzeug und auch wieder montieren ohne Werkzeug. Die Uhr, für alle, die kein Metallband mögen, haben wir auch mit einem Band aus Cordura zur Verfügung. Ich habe jetzt hier die Uhr mal mit dem Cordura-Band, hier mit einer Faltschließe, auch das mit Schnellwechselfederstegen ausgestattet. Das ist das Band, was wasserresistent ist, unterfüttert mit einem ganz weichen, schwarzen Waterproof Leder. So, parallel dazu gibt es da eine Sonderserie, die wir mit unserem langjährigen Partner der FAZ, wir sind ein Frankfurter Unternehmen und die FAZ hat ihren Hauptsitz hier in Frankfurt. Wir arbeiten schon ganz viele Jahre miteinander zusammen und für die FAZ haben wir eine besondere Variante der Uhr, eine sehr kleine Auflage von 50 Stück, sind schon ganz viele an FAZ-Freunde, Leser ausgeliefert worden. Die unterscheidet sich von den Modellen, die ich vorher gezeigt habe, im Wesentlichen, dass sie polierte Oberflächen hat, dass sie ein dunkelblaues Zifferblatt hat und die Lünetteneinlage ist metallisch, Edelstahl, satiniert, auch oberflächenvergütet auf 1200 Vickers. Hier jetzt auch mit dem Cordura-Band, natürlich auf Wunsch auch mit dem Edelstahlband. Also ein bisschen mehr Eleganz, aber absolut kompromisslos im Hinblick auf die Alltagstauglichkeit, mechanische Stabilität. Vielen Dank und ich begrüße Sie recht herzlich bei einem unserer nächsten Videos. Schauen Sie einfach wieder mal zu. Danke.